Da kommt mir eben eine Riesengruppe entgegen. Noch ein. Ei. Nimmt ja kein Ende. Ich habe es gerade gesehen. Ich bin auf einer anscheinend auf viel befahrenen Strecke. Jetzt wird es gerade ein bisschen grober. Locker flockig ist vorbei. Okay. So, in diesem Stil war das die ersten paar Kilometer. So wie mir scheint, die letzten Meter bis zur Hauptstraße, zum Goldares, zur Passstraße auf den Goldares, war jetzt ein wunderbarer, einfacher Einstieg. Wunderbar, so stellt man sich das vor. Leichtes Eingewöhnen auf Offroad. Hui. Kommt schon der nächste Gaul. Guten Morgen. Ich bin auf dem ACT Pyrenäen bei Espinavell. Bin da eingestiegen auf der französischen Seite, kurz vor dem Col d'Ares. Da, gemäß Beschrieb ist da der größte Teil Asphalt vom ACT in der ersten Etappe. Jetzt bin ich auf das zweite Stück unbefestigt abgebogen, wie gesagt bei Espinavell. Ich war 4 Tage unterwegs von der Schweiz Richtung Pyrenäen, habe viele kleine Straßen gefahren, ich weiß nicht, 600 Kilometer, einspurige Straßen, jeden Tag 20 Kilometer Offroad. Könnt ihr gerne auch fahren. Die Strecke ist zum Download bereit auf Wikiloc unter Dr. Traktor. Und jetzt bin ich auf dem ACT. Ich werde nicht den ganzen fahren, werde dann aber noch 2, 3 spezielle Sachen machen. Es ist Spätsommer, Ende August 2022. Wie man weiß, gab es sehr viele Waldbrände. Das ist jetzt, soviel ich weiß, auf dem ACT Pyrenäen kein Problem. Ich werde die nächsten Tage diesen ACT fahren und dann weiter noch TED Spanien. Aber auch da ist es so, das ganze Zentralspanien ist verboten bis Mitte Oktober, also sicher Andalusien, das weiß ich, bis 15. Oktober verboten, Offroad zu fahren. Dann Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid. Das ist alles verboten, Offroad zu fahren. Also ich werde jetzt vorwiegend den Norden befahren. Und dann, ich gehe noch nach Andalusien, aber dann noch Region Valencia, Aragon. Es sind jetzt 23 Kilometer noch bis Setcases. Das ist eigentlich der Schluss der ersten Etappe ACT Pyrenees. Ich werde sicher weiterfahren, mache da sicher noch mal ein Stück Offroad. Ich werde es wahrscheinlich aber nicht bis Andorra schaffen. Vor allem möchte ich dann Andorra morgen ausgeruht befahren und dann auch hoch zum Pic Negre. Ein großes Highlight dieser Reise soll das werden. Ich wünsche euch viel Spaß bei Dr. Traktor auf den ACT Pyrenäen oder Transpyrenäica. So, ich komme langsam ein bisschen höher, das gefällt mir immer besser. Es ist super einfach zu fahren, echt. 30 ausgeschildert, naja, fällt einem schwer, das einzuhalten. Aber ich denke, das macht schon Sinn, dass da die Wiesen links und rechts nicht zu fest eingestabt werden für die Tiere, die Kühe.
Das ist jetzt die Bergstraßen, die ich liebe. Ach, wie schön, super schön. Leider sind immer gegen Nachmittag oder gegen Abend Gewitter angesagt. Das zieht schon langsam zu, sehr dunstig. So, die Passhöhe, so wie es scheint. Jetzt geht es da runter nach Setcases. Endlich mal was Mittagessen oder frühstücken, ist schon 1 Uhr. Ich habe jetzt ziemlich lang rumgebastelt da mit der Drohne. Mal schauen, wie weit ich komme heute. Ich habe jetzt echt ziemlich lange rumgedödelt heute mit den Kameras, Elektronik, bis das ganze Setting immer wieder stimmt. Da unten, da sehen wir Setcases, wird bei mir nicht in bessere Erinnerung bleiben. Ich habe etwa 5 Restaurants abgeklappert. Keiner wollte mir ein Sandwich machen oder wie eine kleine Portion, was Tapa-mäßiges servieren. Mittagszeit, ne, Küche macht nur richtiges Essen, nichts für Arme. Hat mich recht geärgert. Kenne ich so eigentlich nicht aus Spanien, aber die scheinen es da nicht mehr nötig zu haben. Jetzt bin ich bei Tregura und fahre da heute das 3. Teilstück Offroad und das ist, glaube ich, mal was Längeres. Ich guck mal, wie das hier so ausschaut, wie immer. Das sieht jetzt schon doch grober aus als das ganze Stück vorher. Wenn das so ist, ist es ja immer noch easy going. Aber heute meinte ich in der Beschreibung gelesen zu haben, dass es dieses Teilstück dann doch auch richtig in sich hat. Mittlerweile habe ich mich jetzt auch ein bisschen an den Battleaxe AX41 gewöhnt, den Bridgestone. Das war zu Beginn noch, da brauchte ich eine Angewöhnungszeit, da fühlte ich mich nicht, der verließ dauernd die Spur, der war so wackelig, kippelig. Auf Asphalt, da musste man den nachdrücken in die Kurve und Offroad, irgendwie ein bisschen schwammig. Kann natürlich auch an den Pisten gelegen haben, aber mittlerweile kann ich gut mit umgehen. Ist schon hübsch die Ecke hier, der Rennbahn. Die hatten es zum Glück nicht auf mich abgesehen. Kommt schon der nächste Gaul. Ja, ist ja gut. So, bin ich gespannt. Das müsste dann eine Art Passhöhe sein, wobei das war jetzt eher eine Höhenstraße. Aber ich erwarte, dass es jetzt dann wieder runter geht ins Tal. Ja, groß ist die Aussicht nicht. Boah, das ist eine Aussicht. Rein nach Katalonien. Und zum Glück haben sich auch diese feuchten Wolken verzogen. Das sieht aus,
als hätte ich mal Wetterglück. Oben war es jetzt ziemlich autobahnmäßig Kiesweg, aber beim Rauffahren schon war es zum Teil richtig grob. Es scheint hier bei der Abfahrt ähnlich zu sein, bei dem dort, wo Wasser abläuft. Ja, hier ist gerade ein ziemlich grobes Teilstück. Macht mir richtig Spaß, die Piste. Es schüttelt, aber ist nicht wirklich eine Herausforderung. So, das war's. Ich komme jetzt ins Tal des Ter, glaube ich, heißt das. Runter nach Rives de Freser. Ist jetzt da seit 200-300 Meter asphaltiert oder mit Betonplatten versehen, die Straße. War eine hübsche Strecke, hat mir gefallen. Also zum Fahren war das ziemlich geil. Also mal ein bisschen schneller über recht grobes Gesteine hinweggeblätzt und die Aprilia, das ist geil. Macht mir echt Spaß. Vielleicht liegt es jetzt auch an den Reifen. Fühle mich sauwohl drauf. Doch, kann weitergehen so. Ich bin da bei Queralps. Hübscher Name, spezieller Name. Oder kurz davor eine ganz, ganz steile kleine Straße hochgefahren nach Vilamagna. Ja, ein paar richtig steile Kehren. Ich war eigentlich froh, war das alles asphaltiert. Und jetzt zweige ich da links weg. Da steht Planoles, 11 Kilometer. Ich denke mal, das wird die Passstraße sein oder der Übergang. Schauen wir doch mal wieder. Bisher ging ja alles recht flockig und ziemlich zügig jetzt. Das sieht schon nach Hochpyrenäen aus da hinten. Sehr hübsch. Im Moment easy going. Und schon die erste Pfütze. So, das war jetzt ein bisschen sehr viel Asphalt für meinen Geschmack. Erst da den Berg hoch, noch unbefestigt. Das war dann genau wie davor der Berg runter, durch den Wald, Nadelwald. Ziemlich grob, aber also, ja, doch grobe Steine, ausgewaschen teilweise, aber so breite Piste da findet man immer eine Spur, um recht zügig drüber wegzufahren. Und jetzt geht's hier mal wieder abseits. Jetzt schaue ich doch mal. Ja, ich sage immer dasselbe, aber was soll ich sagen? Ich schau mal. Ich war jetzt eben ein paar Kilometer auf der N260 gefahren. Für Leute, die es nicht so haben mit Offroad. Das ist eine super geile Nationalstraße, die zieht sich, ich weiß nicht über wie viele 100 Kilometer den Pyrenäen entlang. Super geil. Also wie ich das erste Mal in Spanien war, vor über 20 Jahren, das war ein Traum. Oder ist es noch immer, wenn man nicht auf unbefestigt steht. Mal wieder eine Waldautobahn. Kann man in alle Richtungen. Irgendwie geradeaus oder da ein bisschen links, meinte ich, oder da geradeaus könnte der Pic Negre sein, den ich dann aber von der anderen Seite morgen anfahren werde. Und hier haben wir eine schöne Aussicht auf das Hochtal, das katalanische
das sich dann rüberzieht, ja, bis zur andorranischen Grenze. Ja, jetzt schaue ich mal, ob ich mir da den Berg da drüben noch antue heute. Was haben wir? 5 Uhr. Ich denke, das könnte noch drin liegen. Völlig unerwartet komme ich jetzt hier in diesem Tal noch auf diese Piste. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Erstmal falsch abgebogen. Habe ich gesehen, falsch. Jetzt hier diesen Flüsschen entlang. Ja, jetzt gibt es doch mal noch eine Zusatzschlaufe. War bisher aber nicht ganz so geil, offen gesagt. Die letzten 2 Kilometer sehr schmal, mit Kies in der Mitte und so. Aber jetzt haben wir da zum ersten Mal echt was Gröberes, so wie es aussieht. Schmal und grob. Okay, also zum Dessert heute. Aber bisher war ja... Oh, oh. Haha, dann aber hallo, gleich richtig. Kann durchaus sein, dass es von den Gewittern gerade der letzten Tage noch mal härter ausgewaschen ist. Hui! Heftig, heftig! Hau, hau, hau! Oh, wow! Da hilft mal wieder wirklich einfach am Gas bleiben, weil die Maschine da rauszukriegen, hey, dann wäre ich dann noch lieber ins Hotel gegangen. Ja, und dann mal noch nass gemacht. Hui. Ich habe aber echt das Gefühl, dass gestern da ein ziemlich hartes Gewitter runter ist. Jetzt also schon eher für die, die noch ein bisschen zusätzliche Herausforderung suchen. Oh. Wow, wow, wow. Bin ich ja gespannt, wie das weiterführt. Das ist mir eigentlich zu arg, muss ich sagen. Das habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Der ganze Tag war sowas von easy. Buch Serda, Bourmadam. Gucken wir mal die nächsten paar Meter. Das war jetzt mit Abstand das Gröbste auf der Runde. Jetzt geht es hier hoch, asphaltiert. Ja, schauen wir mal weiter.
habe ich die Runde gemacht. So über ein paar Serpentinen, asphaltierten Berg hoch und jetzt bin ich hier in einem Naturpark, so wie das scheint. Also hier kommt man auch ohne Profil hoch. Aber null Slicks. Also bis auf das Stück eben, da war, ui, schon sehr steil, sehr krass ausgewaschen, sandig, kiesig, steinig. Aber sonst ist alles sehr, sehr human. Kaum über 5 Steigungsprozente, so wie mir scheint. Ich bin noch überrascht, wie weit das jetzt hochgeht. Ich habe gemeint, das wäre da eine kleine Runde von irgendwie 15 Kilometern. Ist jetzt aber doch schon länger unterwegs. Also so sieht das am ersten Tag auf dem ACT hauptsächlich aus. Oder auch der Beginn des zweiten Tages vor allem, bis es dann hoch nach Andorra geht. Ich nehme es sehr an, dass es dann anders aussieht. Diese Aussicht macht doch Spaß. Ah, diese nicht da, das sieht wieder sehr nach Gewitter aus. Wenn es in der Nacht regnet, ist mir das egal. Morgen sollte es eigentlich wieder schön sein, meinte ich. Aber Pic Negre und Gewitter, ne. Und hier unten mittendrin ist die Grenze Frankreich-Spanien. Vor mir Frankreich, rechts unten Spanien. So sieht's aus. Das kackt mich jetzt ziemlich an, offen gesagt. Ah, die Landschaft hier, das ist... Seit ich das mal auf YouTube gesehen hatte, war das ein Muss. Ah, war es das wert?